So, bevor es mit Trainings überhaupt losgeht, möchten wir erstmal eine Checkliste mit dir durchgehen, wie man überhaupt richtig trainiert. Denn das ist so die Grundvoraussetzung für alles, was später nochmal kommen wird. Denn du kannst das beste Training absolvieren, wenn du die Grundlagen nicht einhältst, dann bringt dir das Ganze gar nichts. Und wir starten zuerst einmal mit deinen Erwartungen. Es ist wichtig, dass du realistische Erwartungen hast. Beispielsweise ist unser Grundgehorsamkurs auf 8 Wochen angelegt. Das bedeutet aber nicht, dass du jedes einzelne Problem innerhalb von 8 Wochen lösen kannst. Also wenn du so einen kleinen Rabauken hast, dann brauchst du vielleicht einfach ein bisschen mehr Geduld oder Durchhaltevermögen, damit du da einen Musterschüler draus machen kannst. Aber du bekommst auf jeden Fall das richtige Werkzeug mit. Wenn du die richtigen Erwartungen hast und auch weißt, was dein Hund überhaupt leisten kann, dann entsteht auch nicht so ein Frust auf deiner Seite. Denn wenn wir gefrustet sind, dann tragen wir das gerne mal auf dem Rücken unserer Hunde aus und das wollen wir natürlich nicht. Also üb auch wirklich das mit deinem Hund, was du später einmal von deinem Hund erwarten wirst, und dann ist alles gut. So, der nächste Punkt in der Checkliste ist deine Klarheit, sowohl in deiner Körpersprache, aber auch in dem, was du sagst. Manchmal widersprechen wir uns Menschen da und Hunde sind richtige Kommunikationskünstler und die verstehen ganz schnell so, was meint der Mensch eigentlich wirklich? Und sie werden es auch herausfinden. So ein ganz klassisches Beispiel hierfür ist beispielsweise, wenn du den Rückruf übst und der Hund nicht direkt auf den Rückruf reagiert und dann ist man so ein bisschen sauer und dann möchte man eigentlich, dass der Hund herkommt, kommuniziert aber eigentlich durch seine Emotionen, dass man sauer ist und dann überlegt der Hund sich zweimal, soll ich wirklich kommen und möchte ich wirklich diese schlechte Laune aushalten? Und da müssen wir einfach in uns kehren, uns einfach auch mal selber reflektieren und sagen, kommuniziere ich durch meine Stimme, aber auch durch meine Körpersprache genau das Gleiche. Und übrigens auch als Tipp für dich, Hunde verstehen oder lernen Sichtzeichen meist sehr viel besser als das gesprochene Wort. Also wenn du mit deinem Hund übst, dann übe auch immer mit einem Sichtzeichen die unterschiedlichen Signale, die du dem Hund beibringst, denn du wirst dann viel besser darauf zurückgreifen können. Und gerade in der Kombination ist es richtig sinnvoll, mit deinem Hund das zu üben, damit du das in unterschiedlichen Situationen auch angepasst an die Situation nutzen kannst. Dann ist es für jedes Training auch unglaublich wichtig zu wissen, was überhaupt das Ziel ist. Aber keine Sorge, wir werden dir dabei helfen, denn in unserem Grundgehorsamkurs haben wir ganz normale Zielsetzungen, die du ausfüllen kannst. Du definierst für dich Ziele für das gemeinsame Training. Wir definieren aber auch für einzelne Schritte nochmal Ziele, dass du weißt, ja, wo bin ich überhaupt, was möchte ich in diesem Training erreichen und dass man nicht so das Totale aus dem Auge verliert, aber trotzdem an den einzelnen Dingen arbeiten kann. Und das ist ganz wichtig, denn manchmal verlieren wir uns im Training und dann wird es so ein ganz komisches Wirrwarr und wir vergessen eigentlich an den einzelnen kleinen Dingen zu arbeiten. Aber da unterstützen wir dich dabei. Wir haben Trainingspläne, wir haben Ziele, die du dir notieren kannst, also gar kein Problem, das wirst du schon schaffen. Und die 3 A's sind auch nochmal eine ganz wichtige Sache, denn wir starten immer ein Training, in dem wir den Hund natürlich ansprechen. Wir können das mit dem Namen machen, mit einem Aufmerksamkeitssignal. Dann haben wir natürlich die Aufgabe, die wir dem Hund geben, also eine Anweisung, was soll der Hund überhaupt tun. Und dann natürlich die Auflösung, dass die Trainingssituation beendet ist. Das sind so diese 3 Grundsteine, die wichtig sind für ein gutes Training, damit dein Hund weiß, wann ist Start, was soll ich tun und wann ist es zu Ende. Und wenn du übst, dann solltest du natürlich erstmal ganz reizarm üben und dann die Reize steigern. Wir beginnen meistens mit jedem Training am besten im Heimischen, zu Hause, wenn alles ruhig ist, ein Ort, wo der Hund sich gut zurechtfindet, auch nicht so gestresst ist. Du kannst vielleicht auch, wenn du einen ruhigen Trainingsplatz hast draußen oder deinen Garten, kannst du auch da beginnen. Aber guck einfach, dass ihr wirklich euch erstmal nur auf die Übung konzentriert und dann später das immer mehr in euren Alltag integrieren könnt, damit der Hund erstmal lernt, was ist überhaupt der Zweck der ganzen Sache, und dann steigern wir das und passen das dem Alltag an, damit der Hund das auch wirklich im Alltag umsetzen kann und nicht nur einfach in so einer künstlichen Trainingssituation. Und übrigens ist das auch der Teil, der am meisten wirklich Zeit in Anspruch nimmt im Training, denn
Drinnen versteht der Hund das meistens ganz schnell, so ja, was ist überhaupt so ein Sitz, was ist ein Platz, aber das dann wirklich auf alles, was man im Alltag so benötigt, auszuweiten, also ein Platz zum Beispiel, wenn du mit deinem Hund draußen bist oder ein Sitz, wenn ein Artgenosse vorbeigelaufen kommt, das ist wirklich das, wo du das Training ins Unendliche steigern kannst und da gibt es so viele Ausbreitungen, dass du da wirklich am meisten Zeit für investierst und wahrscheinlich nie wirklich fertig damit bist. Aber das macht es ja auch spannend. Und da kommen wir eigentlich schon mit dem einen vorherigen Thema direkt zum nächsten Thema und zwar zu der Generalisierung. Die Generalisierung bedeutet, dass wir das wirklich mit unterschiedlicher Körpersprache dem Hund signalisieren, was wir von ihm möchten, aber auch an unterschiedlichen Orten. Denn so kann der Hund auch nur verstehen, dass ein Sitz drinne genau das gleiche ist wie das Sitz am Bordstein, bevor man die Straße überquert oder das Sitz draußen, wenn andere Artgenossen vorbeikommen. Also das ist für Hunde tatsächlich nicht immer das Gleiche, auch wenn wir Menschen denken, ja, ein Sitz kann er ja schon. Für den Hund ist es was ganz anderes, denn ein Sitz mit unterschiedlichen Reizen ist für den Hund im lerntheoretischen Sinne etwas komplett anderes und deswegen müssen wir das dann immer wieder ausbreiten. Und Dinge, wo du das ganze Training generalisieren kannst, ist sowas wie zum Beispiel deine Haltung, also wie bewegst du dich. Du bist ja auch nicht immer ganz künstlich vor deinem Hund und stehst immer frontal da, sondern manchmal bist du weiter weg von deinem Hund. Da kommen wir auch eigentlich schon zur Entfernung. Wie ist eure Positionierung? Die ist ja auch nicht immer gleich, denn das Leben ist ganz spontan und dementsprechend ist natürlich auch das Training immer ganz spontan, auch wenn man es draußen übt. Man hat unterschiedliche Orte, also man ist ja nicht immer in so einer perfekt ruhigen Umgebung wie zu Hause. Man ist vielleicht mal draußen, wo viele Tiere sind. Man ist vielleicht mal draußen, wo viele Gerüche sind oder viele Menschen. Also es ist ganz unterschiedlich, ob ich jetzt in der Innenstadt bin oder auf einem Bauernhof beispielsweise. Und dann kannst du natürlich auch noch mit unterschiedlichen Gegenständen oder Spielsachen, aber auch Belohnungen in Form von Leckerli arbeiten oder Gerüche und Geräusche einbeziehen. Also es ist wirklich ja, so spannend, das alles auszubreiten, aber man muss es halt eben tun, damit man das auch vom Hund erwarten kann. So, und jetzt nochmal was ganz Wichtiges für dich, Konsequenz. Das ist etwas, das fällt einem immer mal wieder schwer, aber beispielsweise erlaubst du deinem Hund 3-mal nicht etwas zu tun und einmal erlaubst du es ihm dann ist der Hund schon wieder so ein bisschen durcheinander und dann fängt er so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung an. So, ich probiere es jetzt mal, soll ich das jetzt machen? Vielleicht lohnt sich das ja. Und da müssen wir auch für uns Menschen einfach dem Hund gegenüber fair sein. Wenn wir den Hund das mal durchgehen lassen, mal nicht durchgehen lassen, ist es für den Hund immer so eine Ich probiere es mal aus Situation, ist aber gar nicht so cool für den Hund. Und genau das Gleiche müssen wir auch mal im Training einhalten. Also bis überhaupt so eine Gewohnheit beginnt, braucht der Hund schon 21 Tage. Wir Menschen übrigens auch. Aber bis aus dieser Gewohnheit so eine kleine Veränderung und überhaupt eine richtige Verhaltensänderung ins Schwanken kommt, das dauert meistens so um die 60 Tage. Das heißt, das ist eine richtig lange Zeit. Das sind 2 Monate. Also bleib wirklich mal dran an Sachen. Sag nicht immer direkt nach 2 Wochen, ach nö, das funktioniert nicht, sondern sei einfach auch mal konsequent, nicht nur dem Hund gegenüber, sondern auch dir gegenüber, dass du auch mal Trainings durchziehst. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, der für dich, aber auch für deinen Hund zutrifft, und zwar, das ist die Geduld. Natürlich hat der Hund genauso wie wir Menschen mal bessere und mal schlechtere Tage. Es gibt Tage, da merkt man einfach, nee, heute ist einfach nicht der richtige Tag, es macht gar keinen Sinn, weil ich zum Beispiel so Stress an der Arbeit hatte. Wenn ich das jetzt mit dem Hund durchgehe, dann merkt der Hund eigentlich nur meinen Stress und meine innere schlechte Einstellung. Dann gibt es aber auch Tage, wo der Hund vielleicht gesundheitsbedingt oder aus anderen Gründen einfach mal nicht so gut drauf ist. Und dann kann man auch fairerweise mal sagen, nö, ich lasse das jetzt einfach mal sein und mache an einem anderen Tag weiter, weil ja, wir sind alles Lebewesen, wir haben alle unsere Höhen und Tiefen und dementsprechend können wir auch darauf eingehen. Und dann gehen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema über, und zwar, das sind die Pausen. Pausen sind unglaublich wichtig, damit dein Hund überhaupt das, was er gelernt hat, verarbeiten kann. Wir gehen davon aus, dass ein Hund so im Schnitt sich 5 bis 10 Minuten gut konzentrieren kann und eine Aufgabe gut meistern kann. Richtig gut geübte Hunde, die wirklich häufig gefördert werden vom Menschen, können sich auch 30 Minuten richtig gut konzentrieren.
Also es ist ähnlich wie bei so einem Kleinkind und da ist es einfach wichtig, dass du bemerkst, irgendwann mal ist auch gut. Also es ist besser, mal früher eine Pause zu machen und mit dem Hund eher kürzer zu üben, aber dafür immer gut zu üben, anstatt dass du wirklich über die Kapazität deines Hundes drüber trainierst, er fix und fertig ist und am Ende sowieso alles schief läuft. Und denk auch hier dran, ein gesunder und ausgewachsener Hund benötigt zwischen 16 und 20 Stunden Ruhephase. Also das sind Phasen, wo der Hund wirklich schlafen oder dösen soll und die benötigt er auch wirklich. Das ist viel mehr als bei uns Menschen. Also wenn wir von diesem Schnitt von 18 Stunden ausgehen, dann ist es ganz schön viel Zeit und wenig Zeit eigentlich, wo der Hund aktiv ist. Und wenn du da dann noch Trainings mit einbaust, dann braucht der Hund natürlich viel mehr Zeit, um das Ganze verarbeiten zu können. So, jetzt kommen wir natürlich auch noch zur Rasse und Individualität. Man darf das nicht außer Acht lassen. Nicht jeder Hund wird gleich auf das gleiche Training reagieren. Es gibt Hunde, die natürlich bei Ressourcen ganz anders reagieren. Es gibt Hunde, die besser mit den Menschen zusammenarbeiten. Es gibt Hunderassen, die das weniger können, weil sie auch gar nicht dafür gezüchtet wurden, sondern sehr viel mehr eigene Entscheidungen treffen mussten. Und da muss man halt so ein bisschen herausfinden, wie ist mein Hund genetisch gesehen aufgrund von der Rasse, aber auch von dem Charakter. Denn der Charakter ist natürlich auch etwas, das man beachten sollte. Und da kannst du immer selber so ein bisschen herausfinden, du kennst deinen Hund am besten. Was mag mein Hund? Wie kann ich meinen Hund begeistern? Wie kann ich ihn motivieren? Das ist so deine Aufgabe, das herauszufinden, aber auch zu verstehen, wo sind eigentlich die Grenzen? Also, dass du zum Beispiel mit einem Husky, jetzt mal wirklich ganz überspitzt gesagt, nicht immer perfekt in der Leinführigkeit sein kannst, ist in gewisser Weise ganz natürlich. Das ist natürlich eine Rasse, die sehr viel auf Zugsport oder beziehungsweise auf Zug gezüchtet wurde, die sehr viel in Bewegung ist. Und da ist so eine Orientierung ein bisschen schwieriger. Du kannst in gewisser Weise etwas sehr gut aufbauen, aber du musst halt auch einfach die natürlichen Grenzen kennen. So, kommen wir jetzt zu einem wichtigen Thema und zwar ist das die Belohnung und die Korrektur. Die Motivation deines Hundes ist super individuell und da musst du auch ein bisschen herausfinden, wie kannst du deinen Hund zum Beispiel durch Belohnung, wir nennen es Verstärkung, wirklich auch für das, was der Hund tut, belohnen. Also wirklich, der Hund soll wissen, das ist toll. Genau das Gleiche mit der Korrektur, da musst du einfach schauen, wie weit kann ich gehen. Bei sensibleren Hunden reicht manchmal schon ein böser Blick, dass der weiß, so, oh, das war jetzt nicht so gut. Und bei manchen Hunden, ja, da kann man auch sehr körpersprachlich arbeiten und die merken dann erst so, ah, okay, da ist jetzt meine Grenze. Lerntheoretisch unterscheiden wir dann zwischen insgesamt 4 Verstärkertypen, die ein Verhalten bei einem Hund entweder wahrscheinlicher oder eben unwahrscheinlicher machen. Und das nennen wir dann positiv oder eben negativ. Aber positiv und negativ ist jetzt nicht im psychologischen Sinne gemeint, sondern positiv ist etwas hinzufügen, also im mathematischen Sinne, und negativ etwas wegnehmen. Und mehr zu diesem Thema, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, da gehen wir nochmal im Grundgehorsam-Kurs ein oder du kannst es nochmal nachlesen. So, und zu guter Letzt ist es ganz wichtig, Erfolge zu erkennen und diese zu dokumentieren, weil manchmal trainieren wir so viel mit unserem Hund, dass wir gar nicht die kleinen Fortschritte sehen, die sich auf Dauer auch vielleicht in anderen Gebieten oder in anderen Verhaltensweisen geändert haben. Das heißt, starte am besten auch direkt am Anfang, dass du notierst, was sind Verhaltensweisen, die nicht so gut funktionieren und dass du so ein kleines Trainingstagebuch führst, damit du für dich auch erkennst, was sind eigentlich die Erfolge, die ihr schon erreicht habt und was sind vielleicht so Nebeneffekte, die dadurch viel, viel besser geworden sind. Also zum Beispiel, dass dein Hund insgesamt viel ruhiger ist oder viel besser zur Ruhe kommen kann und sowas. Da haben wir auch im Grundgehorsam-Kurs ein Trainingstagebuch, das wir dir immer zur Verfügung stellen, wo du alles notieren kannst, genauso wie eine SWOT-Analyse, wo du schauen kannst, was sind so die Stärken von deinem Hund und was sind halt eben die Schwächen. So, das war es jetzt erstmal zu dem Thema. Du kannst dir auch noch die Checkliste runterladen, die findest du oben in dem Download-Bereich und da kannst du auch für dich immer durchgehen, hast du diese ganzen Dinge vom richtigen Trainieren eingehalten. So, und im nächsten Video geht es dann weiter mit der Hausordnung. Für uns eines der wichtigsten Themen, denn wenn es zu Hause nicht klappt, dann würde es draußen erst recht nicht funktionieren. Und deswegen widmen wir auch im Grundgehorsamkurs ganz, ganz viel Zeit nur diesem Thema, dass wir heimische Strukturen schaffen. Viel Spaß!